Hm. Ich finde es nur schade, dass ich der kleinere untere Bildschirm, dass ich da nicht irgendwie gleich größer krieg. Ein bisschen tat ja schon lange, aber es ist einfach echt verflucht klein. Leider gibt mir der Emulator da nicht viel Möglichkeiten. Kann höchstens sowas machen. Oder sowas. Aber dann fällt halt im oberen Bild wieder sehr viel. Das ist also klar nicht so cool. Sonst müsste ich zwei Bildschirme machen und die separat capturen und sie dann so nebeneinander. Also ich lasse das jetzt einfach mal auf Standard, weil das Spiel auch so heißt. Ja genau, so. Ich weiß nicht, wie wichtig das für euch ist. Ich habe da einen tollen Hotkey, wo ich die Bildschirme einfach wechseln kann. Falls es etwas gibt, das ich euch sagen muss auf der kleineren Karte. Wie zum Beispiel, dass Noranda jetzt eigentlich fertig sein müsste. Donnerschlag! Yeah. Okay. Gibt's jetzt irgendwas Neues? 11, 11, 11, 11, alles 11, oder? Max Level? Ja, ist doch schick, das Dörfle. Haben wir wieder neu aufgebaut. Ja gut, dann war's das. Okay. Ja, dann schalten wir da wieder um, kommen wieder aus dem Menü und sind jetzt so weit, dass wir da ins Schloss gehen können. Kurz nachdenken, ob ich irgendwas vergessen. Gleich wieder da. Muss kurz was erledigen. So, ja, dann würde ich sagen, es kann losgehen. Mit dem Mauszeiger. Er nervt mich. So. Scheiß Ding. So. Das ist sicher so das letzte Dungeon vom Boss, also vom Endboss. Das geht jetzt sicher 3 Episoden oder so, könnte man vorstellen. Did you hear that sound? I believe the gate is finally unlocked. That was anticlimactic. He could have at least included a flash, a bang, or a puff of smoke. Let's head in before Ringabel has a chance to flap his gums again. Partygespräch. Yay, es fängt schon gut an. Das neue Norandi, okay. Das Dorf. Achso, das ist, weil ich das Dorf fertig hab. Geil. Das Dorf. Norandi. Es ist endlich soweit. Der Wiederaufbau ist abgeschlossen. Yay. Gut gemacht, Tess. Da hat sich all die Schufterei doch gelohnt, oder? Ich hab nichts gemacht. Ich hab nur Dorfbewohner idollt. Vielen Dank euch allen. Im Ernst. Vielen Dank. Vielen Dank. Ha. Schau sich das einer an. Ich werde doch tatsächlich etwas sentimental, Stief. Kein Wunder, Tis hatte auch so lange und beharrlich an seiner Mission festgehalten. Es war ein langwieriger, mühevoller Prozess, Stein für Stein neu aufzubauen, was der große Abgrund in Sekunden verschlungen hat. Wo haben sie das Dorf eigentlich angebaut? Unter in der Schlucht oder wo? Dann müssen wir... Vielleicht können wir da jetzt eh nicht fliegen. Weil jetzt das Dorf da unten ist. Aha. Das Ganze allein angefangen und zwar bei Null. Eine wirklich beeindruckende Leistung. Ich war nicht allein, nicht wirklich. So viele Leute haben gemeinsam daran gearbeitet, Noranda neu aufzubauen. Ohne sie hätte ich aufgegeben, als alles für mich viel zu schwer und unlösbar schien. Tis. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob sich die Leute hier überhaupt niederlassen würden. Oder ob alles hier irgendwie Bedeutung hat. So oft hätte ich das Dorf fast als verloren abgetan. Alles, was ich tat, erschien mir so unbedeutend. Nur ein winziger Schritt auf einem endlosen Weg. Aber jetzt ist er gar nicht mehr so endlos, oder? Du hast es geschafft. Immer ein Schritt nach dem anderen. Ich bin ja so stolz auf dich. Schneuz. Danke. Vielen Dank euch allen.
Yay! Es gibt Updates, Reindeer. Yay! Wir haben ein Geschenk vom Ausrüstungsladen gekriegt. Yay! Ich hab schon nur 90 Stück von denen, aber danke trotzdem. Yay! Ja, freue mich für euch. Für ein cooles Dörfli, was sie da haben. Aber finde ich schade, dass da jetzt nichts passiert mit dem Dorf. Ich meine, was hat es das jetzt gebracht? Ich meine, wir haben geile Items und Waffen. Es schaut ja geil aus. Freezing in here. Even colder than it is outside. Look at all those paintings. Did we just stumble into an art gallery? They all have a sort of forlorn look to them. Haben wir Zufallskämpfe? Ja? Ich weiß es nicht. Vom Grinden, glaube ich. Ah, na, sehen ja aus. Sollen wir... Ich tue es mal auf minus 50, dass ab und zu mal welche kann. Einfach nur mal zum Schauen, was da überhaupt für Monster erscheinen. Oh Gott. Es sind jetzt schon so viele Richtungen, wo man gar kann. Da ist sicher irgendwas mit irgendeinem Bild, ist da sicher... Da ist eine blaue Kiste. Kann ich die jetzt aufmachen? Warum kann ich die nicht aufmachen? Was sind das für Viecher? Soll ich das jetzt bei jedem Kampf so machen? Das ist irgendwie... fast schon langweilig. Und bei der Bosse ist das eine super Taktik. Aber für die normale Kämpfe ist das fast schon übertrieben. Ja, okay. Ah, guck mal, da kann ich durch. Schade. Stocherwand. Okay. Alter, wie viel Berg geht's da? Ich hab natürlich wieder den falschen erwischt. Drachenzahn, geil. Eine Magnus-Fledermaus. Rückschlag, okay, Rückschlag ist nicht cool. Oh. Okay, also die Fledermäuse sind auf Wind anfällig und die Zerberie anscheinend auf Eis. Sehr gut. Mehr oder weniger. So, wir probieren einen Engel. Und schauen mal, wie viel das an... Okay, das ist ganz okay.
Wieder. Wie kann ich das umschalten, wenn ich... Ich muss es jetzt zur Falle zaubern. Kann ich das nicht irgendwie ändern? Okay, das ist, weil sie die Amplifikation, die er hat. Ja, okay, das könnte langes... Oh, Sequenz. Ich hab nichts gesehen. My, what a large portrait. Is that Lord De Rosso? His wife was sure an attractive one. Oh, and it says something under the painting. Lester, eldest son of the House of De Rosso, future clergyman of the Crystal Adventists and cardinal of the Crystal Orthodoxy, born in the land of Eternia on a cold winter's day. So, that's his mother, not his beautiful young wife. And that little baby is Lord De Rosso. Clergyman? Of the Crystal Adventists? Is something the matter, Agnes? The Crystal Adventists were the predecessors of the Crystal Orthodoxy. It is now known as the Old Faith. But it hasn't been practiced in over 2,400 years. How could he have been a member of the Adventist clergy? According to this portrait, Lord De Rosso is incredibly old, even ancient. Yes, indeed. For I was born of these frozen lands in a time some 2,400 years from this day. And this portrait? I was but an infant, as you can see. This is a reproduction, however. The original was lost long ago to fire. And what of the part that reads, Clergyman of the Crystal Adventists and Cardinal of the Crystal Orthodoxy? Yes. As Wind Vestal, you would be expected to take interest in such matters. But ere I delve into the matter of the Old Faith and the Orthodoxy, allow me to tell of the founding of this land. As you may well know, this land had long been ruled by the Crystal Orthodoxy. However, 15 years passed, the Templar rose up and occupied their lands. Thus was the Duchy of Eternia born. Or so I expect you have been taught. However, the Templar did not found a new state. In truth, he restored an ancient dynasty. He did? Long before the Crystal Orthodoxy ruled this land, it was known as the Kingdom of Eternia. In a time 2,400 years past, Eternia was a bountiful land blessed with 4 distinct seasons. The highlands were not as lofty as they are today. People and ideas flowed freely from other lands. The kings of Eternia were protectors of the Earth Crystal and the Crystal Adventists, ruling in peace for generations. To the west lay the castle of the House of De Rosso, hereditary dukes of Eternia with royal blood in their veins. Relations with the royal family were good, and ever did the kings of Eternia treat the dukes of our house with kindness. In return, the House of De Rosso did faithfully serve generations of Eternian kings. What? A family portrait by Lord De Rosso. Little did he know of the approaching maelstrom. Such tragedy that we could not possibly fathom. Was? Die schon das Bild da, da macht's mal so puff, statt der Dude da, erzählt es seine Lebensgeschichte. Und dann puff, ist jetzt mal wieder weg und mir stand da schon das Jesus-Foto. Es hat niemand interessiert, dass der da einfach mal auftaucht und wieder verschwindet. Ich denke mal, das Ziel von dem Schloss... Oh, ein Schutzring, sehr geil. Ich denke mal, das Ziel von dem Schloss ist, dass man bis ganz rauf kann und dann der Vampir-Dude einfach niederprügeln.
Also wenn wir warten, bis es sich das nächste Mal herportet, dann haben wir einfach das Maul, bevor er wieder verschwinden kann. Das klingt nach einem guten Plan. So ziehen wir dann durch. Ja, das ist jetzt eine ganze Weile herumirren. Ja, Hermes-Schuhe, geil, das sind glaube ich die dritten. Ich hätte gern 4. Sogar näher die MP, aber schnell los. Okay, das ist eigentlich eine reine Zeitverschwendung, die Viecher dahinter, die sind nicht ansatzweise irgendwie eine Bedrohung, die kosten ist bloß Zeit und Nerven. Wir schalten sie da wieder los. Schwarze Gürtel? Sag mal nicht, der verstärkt Faustkämpfer. Der Schwarzgurt. Der die kritische Rate erhöht. Ja, das lasse ich mir gefallen. Da ist das nächste Bild und es ist irgendein König oder so. Ein roter. Der Leuenkönig. Cutscene. What magnificent vestments. This must be none other than Lord De Rosso. Und da ist er wieder. Tis a portrait of my ordainment as Cardinal of the Orthodoxy. I was as yet... No, let us move on to other matters. I was born of the House of De Rosso, hereditary Dukes of Eternia. Blessed was my youth. My parents showered affection upon me, and I was beloved by the people. And the king bestowed favor upon me as well. Upon royal recommendation, I was made a cleric of the Crystal Adventists, the Old Faith, in my 19th year. I devoted my body and soul to my clerical duties, for king, for kingdom, for faith. Sleep became an oft-missed luxury. But before long, a new tide began sweeping through the Crystal Adventists. There were those who wanted the clergy to control the 4 crystals of Luxemdark, rather than local monarchies and temples. That belief formed the core of the Crystal Orthodoxy. The Eternian Royals, keepers of the Earth Crystal, immediately assented to this new way. I soon found myself appointed to the position of Cardinal in the Orthodoxy. Warte. A mere cleric. Cardinal De Rosso. Those were my days of glory. Even now, the mere sound. Das heißt, Eternia war ursprünglich Befürworter der Kristallorthodoxie. Entirely into the Crystal Orthodoxy, and the decision was made to elect a Grand Patriarch to rule. Thereupon, cardinals throughout the world gathered for a conclave to elect the first Grand Patriarch. So wird der Papst gewählt. Amid the conclave's maelstrom, I was approached by a cardinal who wished for me to vote for his choice. I suppose it was my youth and sincerity that made me reject the notion out of hand. But that was my downfall, for I was forced from the position of cardinal by the fraudulently elected Grand Patriarch. I had been but fervent in my beliefs and ideals. What I did only for the Orthodoxy, and for the people of this world. The Old Faith and the Orthodoxy. The Kingdom of Eternia and the Duchy. That was all a bit hard to follow. I agree. There are I no agree. major differences in teachings between the Old Faith and Orthodoxy. They both revere the 4 crystals. I have heard that the Adventists gave way to the new and truer ideas of the Orthodoxy and faded away. No wonder the Old Faith was abandoned. Yet there is more to the story, for history is not more than accounts recorded by the victorious. To solidify their power, the victors showered contempt,
upon the vanquished. Wow. So it was those who held the reins of power within the Orthodoxy relentlessly pressed for the Adventists' eradication. No one recalls the words of the vanquished if the victorious write them out of history. 'Tis as if they had never existed. I'd been taught that the battle between the two faiths had been fierce, and in its wake, devastation persisting to this day covered all the lands. That is an uncharacteristically accurate account for the Orthodoxy, save for their false reckoning of time. It was after the Orthodoxy had begun ruling the world that the endless conflict with the Adventists began. I should know, for I was there to bear witness firsthand. Lord DeRosso, how could you possibly be that old? Ja, das würde mich jetzt aber nicht interessieren. Und jetzt müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen, wie absolut absurd das klingt. Und genau das machen wir im echten Leben auch schon seit Tausenden von Jahren. Wir machen es genau gleich. Und das ist eigentlich extrem traurig, wenn du mal drüber nachdenkst. Fürst DeRossos epische Redekunst. Ja, ich mag seine Stimme und seine Art, wie er so seine Geschichte erzählt. Mit dieser melancholischen Monotonie in seiner Stimme und seiner konstanten Geschwindigkeit, wenn er das sieht. Das wirkt irgendwie sympathisch. Okay, ja schon. Ringerbell, du hast ja einen halben Wald abgesägt, während Fürst DeRosso mit uns gesprochen hat. Ist er gepennt? Wald abgesägt? Ja, sie meint, dass du geschlafen hast. Oh, war das so offensichtlich? Offensichtlich? Du hast geschnarcht wie ein Bär. Im Ernst? Bitte verzeiht mir. Sag ich weiß, dass ich so das nicht gehört. Auch wenn diese Rede wirklich sehr, sehr lang war. Sie hat recht, Ringerbell. Du warst sehr unhöflich. So, so geil, ich bin von deinem Schnarchen aufgewacht. Ah, das erinnert mich an der Raccoon. So geil, ihr kennt den Ding glaube ich nicht, oder Dick Figures. Oh, kommt da so eine geile Szene vor. Wo der Waschbär, der japanische Waschbär, wo der erzählt von seiner Story, wie er damals im alten Japan mit seinem Schwert bewaffnet Hunderte von Tausenden von Millionen von Kriegern bekämpft hat und seiner Frau zum letzten Mal einen Abschiedskuss und so gegeben hat und in der nächsten Sequenz ist er so: Oh, entschuldigt. Wissen selber aus dem Schlaf. Entschuldigt er sich dafür und sagt, er war für seine eigene Geschichte gelangweilt. Ich weiß, das klingt nicht lustig, was erzählt, aber die Szene muss ich mal schauen, ob ich die euch vielleicht verlinken kann oder so, irgendwie so kaputt gelacht. So, Entschuldigung. Was soll das heißen? Du hast auch geschlafen, Idia? Natürlich haben sie geschlafen. Mir fallen auch bald Druck zu, wenn du noch mehr so Texte kann. Wie viele Stockwerke hat eigentlich das Schloss? Bisher hat die höchste Tempel, glaube ich, 6 Etagen gehabt, stimmt das? Gestellt. Ein Seelentau, was macht er? Was macht der nochmal? 1 Seelentau, das die Intelligenz erheblich erhöht. Oh. Oh. Oh shit, dann darf ja nichts gehen. Magieschaden. Bringt der Anjas nichts? Der Anjas braucht Geist? Nein, nicht Geist. Weisheit. Weisheit ist Heilkraft und Intelligenz ist Magieschaden. Also für Weißmagie braucht man sehr viel Weisheit. Und für Schwarzmagie braucht man Intelligenz. Weisheit und Intelligenz ist nicht das gleiche. Okay, da haben wir... Was ist denn das? Was gibt es hier? Sehr viel Rot, ein Waldbrand. Was könnte es sein? Ein Waldbrand, ein Blitzgewitter, eine Sonneneruption. This one shows a castle in flames. Ah, ein Schlossbrand. A large army surrounds it. It looks as if it could fall at any moment. Is this not this very castle?
See, this is the western Stimmt, er corner hat ja right vorher here. gesagt, dass es schon mal abbrennt. Darum sind die... There's another castle burning in the distance. It's near where Eternian's central command is today. Dass es nur Repliken sind, weil die Originale abbrennt sind. Head temple in flames? Oh. Nay, the distant Nay. castle in flames belonged to the King of Eternia, and the castle in the fore. 'Tis the abode of my family, the House of De Rosso. But why? Der ist Why da? would such a terrible thing? The kingdom of Eternia was suddenly beset by a great host from another land. We would later come to know that it was a four-state coalition sent by order of the Crystal Orthodoxy. Was? They had been told the King of Eternia sought a return to Adventism and was arming for war against the Orthodoxy. The Grand Patriarchy used this fiction to order a great muster of forces from across the lands. Alas, I failed to heed the many warning signs. I rejected the scheming Cardinal's choice for Grand Patriarch. But he succeeded in luring votes from other factions, and his became the ruling faction of the Grand Patriarchy. It was they who wished to establish Crystal Orthodoxy as the uncontested world religion. Under their orders, the castle of the Eternian King was besieged. It fell in mere weeks. Alter. Before long, the great host was at the gates of our castle. And my father lay brutally murdered. The water supply was poisoned, and the Orthodoxy's forces drew an ironclad ring around the castle. By then, the castle sheltered naught but the elderly, the young, the wounded. There was no hope of resistance. I was forced to sue for peace, even offering my own mother as hostage per their demands. Yet that failed to break the siege. The commoners who had placed their faith in my family and me slowly starved to death. It was then that a letter arrived from a man. That man was the Cardinal, who had sought to influence my vote. The Fiend was now the officer in charge of the attack. He wrote that he would not accept my surrender. Such was the hatred he bore for me. What the Such fuck? hatred that he was willing to let countless innocents die. My mother had been murdered. Ah, shit. Our castle was consumed in flames. That is the painting you see here. How could the Orthodoxy do such a thing? This all reminds me of what happened Macht. during the Great Plague. Immer das Gleiche. Macht und Geld. Indeed. Perhaps the Templar and I are not so very different. To be betrayed by what you believe in. To have your family and those you protect murdered. Though we do not see eye to eye. Perhaps it is a shared sorrow that binds us. Alter, das sind immer die scheiß Kirche. Ich schwör's euch. Hören auf mit deinem Blödsinn. Unterstützen das doch nicht weiter. Sofort abmelden. Scheiß Katholizismus. Er macht's ja auch nicht anders. Zwergenfäustlinge. Die sind ja lustig. Um die Gewandtheit erheblich zu erhöhen. Nice. Das heißt, ein TC zum Klauen. Okay. Da beim nächsten Bild steht irgendein Dude in Flammen. Ein Hyperarmschutz. Was kann der? Das sind lauter coole Items, die kenne ich gar nicht. Den Angriff. Erheblich zu erhöhen. Um wie viel? Was da steht? Angriff 0. Was soll denn der Shit? Die Anzeige bringt nichts. Da.
Um den Angriff erheblich zu erhöhen. Was hat's Angriff? 0. Kapiere nicht. Kapiere nicht. Erhöhen Angriff über verringern Gewandtheit. Okay. Was war's mit der Zwergenschuhe? Zwergen... Fäustlinge. Na? Ah, Hyperarmschutz, das ist es gewesen. Wow! Okay. Das erhöht sogar Zielen. Wow. Wow, Gewandtheit geht von 22 auf 72. Ja, nice. Wir möchten noch mehr von deiner Dinge. Wo kriegt man die? Kann man die kaufen? Tja, nächstes Bild und das ist irgendein Dude, der bei lebendigem Bleibe verbrennt. Wahrscheinlich der DeRosso selbst. Such fierce flames. Though I wish not to remember that day, it is indelibly etched upon my mind. How did you survive? The Orthodoxy lay siege yet would accept no surrender. My mother, father, relatives, and my people lay dead. It was then I set our castle ablaze. But as the flames began to lick my body, something slipped into me. Hat's Anzünder? Betrayed by the precepts I believed in, was I not bitter? Robbed of my beloved homeland, my dearest of kin, my people slain. Amid such despair, was I content to simply welcome death? Nay, I heard a voice. Nay. Accept me, and I shall grant life everlasting. Though it shall be filled with grief, thou shalt have all eternity to wreak vengeance upon thine enemies. Wait, the Asterisk? Did I forge a dark pact with some fiendish entity that day? Or was it a rebirth, triggered by a future me, reaching back to the past? Panicked upon failing to find my body, the Orthodoxy chose to denounce my family and me as ghoulish vampires. Thus have I been living an immortal existence ever since. Then the name Vampire Castle is... A lie that has been perpetrated by the Orthodoxy for some 2,400 years. Though it is true I am immortal, I am no vampire. I find the smell of blood too revolting to ever drink it. Having said that, I have done naught to quell the rumors. In truth, I endeavored to embellish them. My ability to transform myself into a bat and grow these fangs are the fruits of many years. Long years of effort. Tell me, O Vestal of the Wind, what does the Crystal Orthodoxy have to say about the passing of the first Grand Patriarch? He chose the second Grand Patriarch and prayed for peace and the well-being of the faithful as he passed peacefully from this world. Passed peacefully from this world, you say? I know the truth to be far different. What do you mean? The first Grand Patriarch was assassinated, along with his Archbishop, the man who had been my bane. The assassin himself tells you this. There is no other truth. That was when I forsook this land. Soon after, sightings of the vampire Lester DeRosso began to crop up throughout the world. I became a veritable Duke of Darkness, forging ties with those bearing hatred toward the Orthodoxy, and those it had oppressed. What? I was the enemy of man, the hated and feared vampire. But more than that, I was known as the arch-enemy of the Orthodoxy.
And after some 500 years, a fateful encounter with one whom you all know well. The Sage. No. Let us leave the matter for another time. Also er ist gar kein Vampir. Man hat nur vor 2400 Jahren quasi als Vampir bezeichnet, weil er den Schlossbrand überlebt hat. Und die Tatsache, dass er sich in eine Fledermaus verwandeln kann, rührt daher, dass er das einfach so lange probiert hat, bis es klappt. What? Ich probiere das jetzt so. Gib mir nur 2000 Jahre, dann kann ich mir eine Fledermaus verwandeln. Wie geil ist das? So ein Bullshit. Lamias Tiara. Das ist was Magisches. Was macht das in dem Spiel? Betörung aufheben. Nice. Da ist schon eine Kiste. Natürlich ist da eine Kiste. Der Vampir, der keiner ist. Aber er kann sich trotzdem verwandeln in der Fledermaus. Weil er es geübt hat. Wie geil ist das? Dämonische Armringe, die die Weisheit erheblich erhöhen. Um 0. Ich check die, was bringt mir die Anzeige bitte? Nix! What the shit? Aber vielleicht sind sie besser als die Stärkearmreife. Hä? Wo sind sie? Zauberarmreif, da haben wir es doch. Oh, Magieabwehr wird um 10 erhöht. Und die Weisheit nochmal um 10. Und der Stärkearmreif. Wait. Der Stärkearmreif macht plus 10 und der Zauberarmreif macht plus 20. Okay, drum sind wir jetzt 10 mehr. Ja, logisch. Ganz klar. Ein Schillerkäfer, danke fein. Ja, schönes Dörfchen. Finde ich cool, wir kriegen jetzt immer wieder mal so Items nachgeschmissen. Gratis. Als Verehrung für unser tolles Volk. Das wir wieder aufgebaut haben. Mit Blut, Schweiß und Tränen. Okay, da passiert ziemlich viel Scheiß in dem Bild. Da links steht irgendwo einer vor der Flammen. Rechts ist schon noch so ein ominöses Gesicht und sonst brennt alles. A battlefield landscape? It represents the long and hard-fought war between the Orthodoxy and we denizens of darkness. For 500 years, my thirst for vengeance remained unsated. It had also been 500 years since the Orthodoxy had been founded. The world was in the midst of an age of seafaring and piracy. Oh yeah. Compared to the great exchange frühe of 18. ideas Jahrhundert. and information, the once hallowed Orthodoxy began to lose its luster. The authority of the Grand Patriarch and the Orthodoxy itself began to wane. Fearing irrelevancy, the Grand Patriarchy acted rashly to regain its authority. This led to the unusual decision to select a commoner, the gifted young Juliana, for an important task. Hab ich doch gesehen. The Sage. Juliana? Sage Juliana? Yes, indeed. At age 20, the young Juliana became High Inquisitor of the Crystal Orthodoxy. It's hard to believe he ever was young. It was no laughing matter, for there was no one more skilled at rooting out enemies of the faith than he. Wow. The shadowy ones, those who had been working against the Orthodoxy, were crushed by the host he led.
In the several decades that saw him age, I cannot count the number of times we have crossed swords, he and I. In the great battle waged on the Karka Plain, the might of our clashing forces rent the very earth into a vast rift. You mean the rift under Ison Bridge? In the battle at the foot of Mount Fragmentum, our armies smoked the mountain to its very roots. So that's how that ravine was created. And in the battle fought on the Harina Plain, the once fertile earth was reduced to desolation. The loss of that fertile plain is believed to have ushered in the downfall of the Harina dynasty. To think any sort of battle could change the face of the earth so. We fought our final battle 1800 years ago on the Norende Heights in the land of Kaldisla. Wait, das heißt, der Sage ist ja auch 2400 Jahre alt. That's where the Great Chasm opened up! In the end, Juliana, High Inquisitor of the Crystal Orthodoxy, utterly defeated me. Lord De Rosso, leader of the Shadows. You were defeated? But you're here with us today. Yes, well, there was more to that final battle than meets the eye. You see, I ceded the glory of victory to young Juliana that day. I say young in my reckoning, for he was already 100 then. Juliana returned triumphantly to Eternia with what he claimed to be my remains. What he brought them was not human. Oh. And when the Templar attacked the head temple 15 years past, it is said they found my tomb deep underground. Ever dreading the darkness and my return, the Orthodoxy kept those duplicitous remains under arcane seal for over 1,000 years. 'Tis a tale replete with irony, is it not? Was ist das für eine geile Story, Mann? Hat er noch einen Kommentar dazu? Lord De Rosso's war landscape. Ah, scheiße. It's hard to imagine a war lasting 500 years. Schau dir die Franzosen und die Engländer an, die haben 800 Jahre lang Krieg geführt gegeneinander. Das ist gar nichts. Scheiße, ich hab bei den anderen zwei Bilder vorher vergessen, die Kommentare zum Lesen vom Bild selber. Ah, wir sind ja schon im 5. Stock, wie hoch geht das? Das heißt, der Sage ist auch 2500 Jahre alt? Finale-Elixier? What the shit? Das macht komplett alles wieder ganz, oder? Nice. Das heißt, die fette Schlucht auf der Arena-Ebene ist nur entstanden, weil die zwei sich der Clash und der Big Bridge gegeben haben. So wie Son Goku und Vegeta. Dadurch ist das... Das ist 2400 Jahre her. Aber was hat jetzt... Ich meine, wir werden es jetzt wahrscheinlich gleich erfahren, hoffe ich, aber was könnten die könnten sich jetzt... Die haben da gekämpft, haben sich dann entschieden, sie tun so, als ob der Vampir tot ist. Und geben vor, dass der Sage ihn tötet hat. Da steht der Sage, brennend, mit den Gebeine in der Hand. That is Sage Juliana. Zeige doch. Yes, indeed. No one would mistake such a man for young now. Having put So wird es allen nochmal go. sucking Lord De Rosso, bane of the Crystal Orthodoxy, he became the first ever commoner to become an archbishop. Perhaps it was a small honor they threw his way, for he was already 101 years old and would not long count among the living. That makes it sound despicable. Agreed. The truth is, however, that was when Jetzt bin ich Juliana's gespannt. plot was at its most clever. The Sage's plot? What was he plotting? He was taking measures to separate you Vestals and the faithful among the people from the Orthodoxy's corruption.
After serving some 80 years, he had witnessed firsthand how corrupt the institution had become. Should nothing be done, it would not be long before the putrid poison would do harm to the most innocent of the faith. So it was he vowed to rid the Orthodoxy of the source of this poison, the concentration of power. But how? For the great feat of defeating me, Juliana had been made Archbishop, but in name only. But such was not key to his plot. Timing was the key. The proper time to separate the Vestals and the faithful from the Orthodoxy. And just what timing would that be? The great upthrust of the Eternian Highlands. At the time, the Highlands were not so formidable as they are today. But a colossal movement of earth and rock thrust the Highlands to lofty heights, thereby isolating Eternia from the world. Hold on a moment. He was waiting for the Earth to move? How could he have known when such an event would take place? Mit I shall tell you in Seiska. time. For now I will say this. Juliana bided his time till the Orthodoxy was cut off from the world. And at last, it happened. The Highlands ringing Eternia did thrust up to about half its height today. The Orthodoxy-ruled Eternia now found itself completely isolated, for this was an age preceding the airship. And while the Earth Crystal remained in their keep, control of the crystals of fire, water, and wind was returned to their respective temples. This, what you believe to be the true form of crystalism, is the fruit of Juliana's efforts. That was the sage's doing? Oh. I won't ever call him a miserable old lech again. Sage. Oh. 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 Wieder ein Plot Twist. A portrait of the Archbishop. He looks just as he does today, save for that elaborate attire. Toller Kommentar. Wow. Oh, 6. Stock. Ich glaube, wir sind oben. Da ist das blaue Fragezeichen. Dahinter startet der Duderich. Da schauen wir nochmal ein What is Bild. that glowing jewel-like object? I could swear I've seen something like that Ein before. Asterisk. Oder der I Kristall. believe you have seen a similar sight countless Ah, times. siehst. Danke It mal. is known as an asterisk. An asterisk? As in those objects we possess? Yes, indeed. The second stage in Juliana's plot against the Orthodoxy's authority was to deprive them of the power to grant vocations. Oh. Grant vocations? I'm afraid I don't follow. Before Juliana intervened, special approval was required to change vocations within the Crystal Orthodoxy. In this way, the institution grew rich through fat profits they called alms. Oh, so the Orthodoxy cornered the job market and the fees to participate therein. In layman's terms, yes. But Juliana exposed this fact before the reigning Grand Patriarch. It was then that Juliana approached panicked high officials and the Grand Patriarch himself with a proposal of pure genius. He showed them a stone known as an asterisk, saying the granting of vocation should be based on it, overseen by the Orthodoxy. Those who sought such vocations would apply to the Orthodoxy and pay a fair price. Anyone with the means to pay could thus learn a new job. That's no different from the old system where people had to pay alms. No different indeed. But the Grand Patriarch and his officials had not but the material profits of the Orthodoxy in mind. Hence, they accepted Juliana's proposal without question, even appointing him to the important position of overseeing the... Das Sage hat die Asteriske
erfunden fail to see how that really changed anything. oder hergestellt, sagen wir so. It did far more than you would guess, for he was the only one who knew how to make the asterisk stones. Why, that wily old fox? So it was Juliana robbed the Orthodoxy of its authority to grant jobs and took it for himself. What of the Orthodoxy's profits? Wouldn't they demand Juliana transfer the proceeds to their coffers? Juliana was long gone. Abandoning the seat of Archbishop, he fled with his knowledge of the asterisk craft. He also took arms and armor the Orthodoxy had seized from around the world, items of such power that their use was forbidden. He took them all and sealed them away in a hidden location. They now lie secreted away against the day the Orthodoxy's tyranny or some other impending doom threatens the people. Das klingt nach einem finalen Dungeon. In Juliana Woods, until those who knew him reached the end of their natural lives. But that did not take long, for I led the forces of the shadows to ensure their swift demise. I had always believed the Crystal Orthodoxy required not but the crystals, the Vestals, and the faithful. With the institution free of corruption, I returned to my homeland of Eternia after a 700-year absence. Where my family's castle once stood, I built a fortress of ice from whence I have been watching over the Orthodoxy's head temple. Meanwhile, Juliana retired to that land to tend to the Vestals, but you know of that better than I. Say Juliana. What the heck? Das heißt, theoretisch müsste man nur das Sage-Dude dazu zwingen, dass er einfach die Asteriske herstellt. The asterisk painting. Sage Juliana created asterisks to chip away at the Crystal Orthodoxy's authority. Wisst ihr, was ich geil finde? Das verrate ich euch nach der Quest. Liliths Stab erhalten. Okay. Der macht wahrscheinlich Dings der Betörung, Beziehungsküsschen. Whatever. Oh, Einzelzielosmose. Es ist einfach nur Magnet zum Gegner. Das ist gut. Das gefällt mir. Huch. Oh. 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 Aha. Ja. Das, wir wissen, was jetzt kommt. Speichern wir da mal zur Sicherheit. So, dann brauchen wir allerdings noch einen Äther oder so für... Das lange geht nicht. So, jetzt speichern wir nochmal. Verdammt, der wollte mir vorbeischleichen. I commend you for making it this far. Oh, no more paintings? The final painting lies beyond this throne. I shall reveal it to you if you defeat me in battle. What? The last test is a test of strength. I shall only reveal the painting to those whom I deem worthy. One might also say that there is no need for those who are unworthy to lay their eyes upon it. Wir sind also nur würdig, wenn wir den Vampir-Asterisk kann, oder? A formidable foe. I trust you are well prepared. Ich war well prepared für die 6 Drachen, die ich besiegen habe müssen zu der Innercore, was aber so viel heißt wie, man muss mindestens so stark sein, dass man die 6 Drachen besiegen kann, sonst kommt man überhaupt nicht zu der Ene, was so viel heißt wie, du bist mindestens stärker. Aber da uns die Zeit davor rennt, würde ich sagen, wir haben eh gespeichert. Wir schauen einfach mal, holen uns mal einen Vorgeschmack, was er so kann. Natürlich, ein Vampir mit einem Kreuzschwert. Der müsste sofort verbrennen. Achso, er ist ja kein Vampir, da war ja was. Der Vampir, der kann er ist. Immer noch so geil. Ah.
Ah. So, Ninja-Kunst, Kireitek, auf TC-Boy, nix heilige Künste, da haben wir Uza Semitech. So, Agnes macht einfach mal Default für aus Gründen und Ringerbell O. Warte mal, den kann eigentlich... Dann macht die Dia O einfach mal Default. Na, kann sie nicht, Moment. Idia muss Diagnose. Der TC macht seine Spezialtaktik. Und die anderen defaulten. Kein Attack. Zu Semi-Tech. Graviger. $150.000 HP. Schwäche Licht. Wow. Okay. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall Elementarschaden. Ich weiß nicht, ob der Elementarschaden macht. Da klingt das besser. Feenschutz. Ich glaube mal einen Feenschutz. So, und der Ringy-Dude hat... Der Ringy-Dude hat kein Licht. Also halt im Sinne von kein Licht-Element Magie. Können wir Vergifter? Wahrscheinlich nicht. Oh. Wow. Mein unkaputtbarer Tank ist gestorben. Okay, er ist immun gegen Gift, das ist allerdings auch schlecht. Okay. Dann werden wir bald ein Problem haben. Okay. Okay. Das ist natürlich schlecht. Hey! Was zapft denn mit BP ab? Spinnt der? Oh shit. Wow, okay. Gut, okay. Ja, ich tüftel mir da eine gute Strategie für den Dude raus und dann probieren wir dann in der nächsten Folge wieder. Ist super Timing, wir haben genau die Minute voll. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und ciao.